Viele Menschen wachen nachts regelmäßig auf, weil sie zur Toilette müssen. Was bei manchen als normale Alterserscheinung oder Folge abendlicher Trinkgewohnheiten gilt, kann bei anderen ein ernstzunehmendes Warnsignal des Körpers sein. Vor allem dann, wenn das nächtliche Wasserlassen plötzlich häufiger auftritt oder mit anderen Symptomen einhergeht, lohnt sich ein genauerer Blick. Hinter der sogenannten Nikturie, dem nächtlichen Harndrang, können sich verschiedene Erkrankungen verbergen, die erkannt und behandelt werden sollten. Die folgenden Punkte zeigen dir, welche medizinischen Ursachen in Frage kommen können und wie sich diese im Körper bemerkbar machen. Nummer 1. Diabetes mellitus. Wenn jemand regelmäßig nachts aufwacht, um Wasser zu lassen, kann das auf einen unbehandelten oder schlecht eingestellten Diabetes mellitus hinweisen. Ein dauerhaft erhöhter Blutzuckerspiegel führt dazu, dass der Körper versucht, den überschüssigen Zucker über den Urin auszuscheiden. Die Nieren produzieren deshalb mehr Harn, oft so viel, dass der Betroffene auch nachts nicht durchschlafen kann. Diese gesteigerte Urinproduktion ist eines der frühesten Warnzeichen von Diabetes, noch bevor andere Symptome wie ständiger Durst, Abgeschlagenheit oder Gewichtsverlust auffallen. Nummer 2. Herzinsuffizienz. Bei einer Herzschwäche wird das Blut nicht mehr effizient durch den Körper gepumpt. Infolge dieser eingeschränkten Pumpfunktion lagert sich tagsüber Flüssigkeit in den Beinen ein, vor allem bei längerem Sitzen oder Stehen. Nachts im Liegen wird diese Flüssigkeit wieder in den Kreislauf aufgenommen und über die Nieren ausgeschieden, was zu verstärktem Harndrang in der Nacht führt. Wer zusätzlich über Atemnot bei Belastung oder geschwollene Beine klagt, sollte die Ursache unbedingt ärztlich abklären lassen. Nummer 3. Chronische Nierenerkrankungen. Die Nieren sind für die Filtration des Blutes und die Urinproduktion zuständig. Funktionieren sie nicht mehr richtig, etwa bei einer chronischen Niereninsuffizienz, kann die Regulation des Wasserhaushalts aus dem Gleichgewicht geraten. In frühen Stadien zeigen sich oft nur unspezifische Symptome wie nächtliches Wasserlassen, da die geschwächten Nieren nachts weniger gut zwischen Wasser- und Salzrückhaltung unterscheiden können. Später können Müdigkeit, Bluthochdruck oder Schwellung hinzukommen. Nummer 4. Harnwegsinfekte und Blasenentzündung. Eine bakterielle Entzündung der Harnwege, besonders bei Frauen, kann dazu führen, dass ständig das Gefühl besteht, zur Toilette zu müssen. Dieses Symptom betrifft nicht nur den Tag, sondern auch die Nacht. Selbst wenn nur wenig Urin produziert wird, verspürt man durch die Reizung der Blase häufigen Harndrang. Ist die Ursache eine Infektion, kommen oft Brennen beim Wasserlassen und Schmerzen im Unterbauch hinzu. In einigen Fällen kann auch Fieber auftreten. Nummer 5. Vergrößerte Prostata. Bei Männern ab dem mittleren Alter kann eine gutartige Veränderung der Prostata den Harnfluss stören. Die Prostata umschließt die Harnröhre. Wächst sie, verengt sich der Durchfluss, was dazu führt, dass die Blase sich nie vollständig entleert. Nachts spüren Betroffene deshalb vermehrten Harndrang, oftmals mehrmals pro Nacht. Dazu kommen manchmal ein schwacher Harnstrahl, Nachttröpfeln oder das Gefühl, nicht ganz fertig zu sein. Nummer 6. Schlafapnoe-Syndrom. Etwas überraschend ist die Verbindung zwischen nächtlichem Wasserlassen und Schlafapnoe, also Atemaussetzern im Schlaf. Der Sauerstoffmangel während der Atempausen führt zu Stressreaktionen im Körper, die unter anderem die Ausschüttung eines Hormons anregen, das die Harnausscheidung fördert. Menschen mit Schlafapnoe wachen also nicht nur wegen des Harndrangs auf, sie schlafen generell schlecht, schnarchen laut und fühlen sich am Tag oft müde und unkonzentriert. Nummer 7. Hormonelle Veränderung. Besonders im höheren Alter verändert sich die Hormonproduktion, auch die des antidiuretischen Hormons, kurz ADH, das normalerweise dafür sorgt, dass die Nieren nachts weniger Urin produzieren. Wenn diese Wirkung nachlässt, kann die Urinmenge in der Nacht zunehmen. Bei Frauen nach den Wechseljahren oder Männern mit hormonellen Ungleichgewichten spielt dieser Faktor ebenfalls eine Rolle. Und Nummer 8. Psychische Belastung und Stress. Auch die Psyche kann eine Rolle spielen. Wer unter chronischem Stress, innerer Unruhe oder Angststörung leidet, schläft oft unruhiger und empfindlicher. Der Schlaf ist oberflächlicher, selbst geringe Reize wie eine leicht gefüllte Blase können zum Aufwachen führen. Zusätzlich kann Stress selbst eine verstärkte Harnausscheidung bewirken, da der Körper in Alarmbereitschaft vermehrt Flüssigkeit mobilisiert. Möchtest du jetzt noch wissen, welche Krankheiten dahinter stecken können, wenn du im Schlaf sabberst? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Klicke direkt drauf.